Wenn ich das Video als klassische MP4 exportiere, kann ja nichts schiefgehen. Doch, kann es. Denn wenn du ein Video exportierst, musst du immer zwei Dinge beachten. Das Videoformat, also beispielsweise eine MP4, und den Videocodec, zum Beispiel H264. Mit dem Codec legst du nämlich fest, wie dein Video komprimiert wird und ob du es fehlerfrei abspielen kannst. In diesem Video erkläre ich dir den Unterschied zwischen Format und Codec und was du beim Export beachten solltest. Du kannst dir den Unterschied zwischen Format und Codec wie bei einem Brief vorstellen. Das Videoformat ist dabei der Briefumschlag und der Codec ist die Art und Weise, wie dein Video, also dein Brief, gefaltet wird. Du brauchst also immer beides. In einen normalen Briefumschlag passt dein Video nicht rein, aber durch das Falten verkleinerst du diesen. In dieser Form verschickst du nun den Brief an deinen Zuschauer. Wenn dieser nun den Umschlag öffnet, den Brief herausnimmt und wieder entfaltet, kann er den Inhalt sehen. Der Codec ist also quasi die Anleitung für das Falten und Entfalten des Briefs. Sobald beide Parteien diese Anleitung haben, funktioniert das System. Wenn du aber den Brief auf eine andere Weise faltest und der Zuschauer nicht weiß, wie er diesen wieder entfalten kann, dann kann er auch den Inhalt nicht sehen. Das bedeutet, der Sender muss das Encoding, also das Falten, übernehmen und der Zuschauer braucht den passenden Decoder, also die Anleitung zum Entfalten. Machen wir das Beispiel einmal konkret. Du verschickst ein Video in einem MP4-Umschlag. Das Video hast du mit der H264-Methode gefaltet. Diese Kombination kennen alle deine Zuschauer und jeder kann sich dein Video ansehen. Nehmen wir nun einmal an, du möchtest deinen Brief nur einmal knicken und mit der ProRes-Methode falten. Dadurch verbessert sich die Qualität, aber du brauchst einen größeren Umschlag, zum Beispiel den MOV-Umschlag. Der Brief muss dann aber auch in den Briefkasten des Empfängers passen und er muss wissen, wie er den Brief entfalten kann. Du kannst dir also merken, dein Versanddienstleister bietet dir verschiedene Verpackungen an, die unterschiedliche Formen haben. Also kannst du nicht jede Faltmethode für jede Verpackung nutzen. In jeder Verpackung ist zudem noch Platz für ein kleines Begleitschreiben. Dort sind alle Metadaten deiner Sendung enthalten, also zum Beispiel Untertitel, Audiospuren oder Informationen über den Videoersteller. Wann nutzt du nun welchen Codec und welches Format? Nun, die erste Kombination ergibt sich bereits bei der Videoaufnahme und hier kannst du oft gar nicht konkret einstellen, was du möchtest. Die meisten Aufnahmegeräte haben fest eingestellte Formate und Codecs. Smartphones nehmen in der Regel als MP4 mit H264 oder H265 auf, auch wenn Premium-Modelle wie viele iPhones mittlerweile sogar das Profi-Format ProRes beherrschen. Professionelle Kameras nutzen oft herstellereigene Formate, die wenig komprimiert sind. Das nennt man dann RAW-Formate. Das bedeutet aber nicht, dass du immer an diese Kombination gebunden bist. Wenn du dein Video nämlich schneidest, ist es völlig normal, dass du zwischen verschiedenen Codecs oder Formaten wechselst. So kann die Aufnahme in einem RAW-Format erfolgen, ebenso der Schnitt, und erst beim Export wählst du MP4 aus. Nachdem das Video dann fertig ist, archivierst du es dann zum Beispiel in ProRes. Aber auch bei der Arbeit mit Proxy-Daten wechselst du in der Regel das Format. So ist hier die ProRes Proxy-Variante eine gute Wahl. Wie der genaue Workflow funktioniert, das habe ich dir bereits in diesem Video gezeigt. Es gibt eine Vielzahl an Videocodecs, die oft auch nur mit bestimmten Formaten funktionieren. Folgend ein paar wichtige Beispiele. Das klassische MP4 haben wir bereits besprochen. Hier hat sich als Codec H264 bzw. H265 etabliert. H264 ist der aktuelle Standard, wobei der neuere Standard H265, auch HEVC genannt, oft für 4K-Inhalte genutzt wird. Dieser ist effizienter und liefert oft die gleiche Qualität bei halber Dateigröße. Aber vor allem ältere Geräte haben hier noch Probleme. QuickTime oder MOV ist ein Format von Apple und kann zum Beispiel ProRes als Codec enthalten. Das wird häufig im professionellen Bereich genutzt. Aber auch ein H264 ist im MOF-Umschlag möglich. Ein vergleichbares Format für den professionellen Einsatz ist MXF, in dem zum Beispiel die hochwertigen Codecs DNx-HD oder DNx-HR genutzt werden. Diese stammen von der Firma Avid, die in Hollywood und beim Fernsehen für ihre Schnittsoftware und Hardware extrem bekannt ist. Die klassische MPEG-Datei war quasi der Vorgänger von MP4. Meistens fand man das auf einer DVD in Form des MPEG-2-Codecs. Für heutige Standards ist das allerdings völlig veraltet. Ebenso veraltet sind zwei Formate von Microsoft, AVI und WMV. Beide waren auf Windows-Systemen der 90er und 2000er Jahre sehr verbreitet, sind mittlerweile aber fast vollständig von MP4 verdrängt worden.
Ich selbst kann mich noch gut erinnern, als ich eine einstündige Mini-DV-Kassette in SD mit etwa 13 GB in AVI digitalisiert hatte. Heute bräuchte es dafür wenige 100 Megabyte. Wenn du Videos auf YouTube hochlädst, machst du das in der Regel mit einer MP4 oder MOV-Datei. Die Videoplattform aber rechnet die Videos dann noch einmal um und nutzt dafür verschiedene Codecs. Gängig sind AVC, VP9 oder AV1, die unterschiedlich gute Qualität bieten. YouTube wählt dabei nach Auflösung und Reichweite des Videos den Codec automatisch. Der Nutzer kann das nicht aktiv auswählen, aber zum Beispiel durch die Wahl der Auflösung indirekt beeinflussen. So bekommen 4K-Videos in der Regel effizientere Codecs. Mache doch einfach mal einen Rechtsklick auf ein Video und schaue unter Statistiken für Interessierte. Was beeinflusst nun die Wahl eines geeigneten Codecs oder Formats? Neben der Auflösung spielen auch die Bitrate sowie die Bittiefe eine wichtige Rolle dafür. Die Bitrate kannst du dir wie die Schriftgröße in deinem Brief vorstellen. Je kleiner du schreibst, desto mehr Text passt auf eine Seite. Gleichzeitig wird es aber auch anstrengender, den Inhalt zu erkennen und die Qualität der einzelnen Buchstaben lässt nach. Mit der Bitrate legst du also fest, wie viele Daten pro Sekunde für dein Video verwendet werden dürfen. Hier hast du beim Export oft den größten Hebel, um die Dateigröße und die Qualität zu steuern. Mit der Bittiefe definierst du hingegen, wie viele Farben du nutzen darfst, um deinen Brief zu gestalten. Stell dir vor, bei 8-Bit nutzt du einen Standard-Farbkasten. Bei 10-Bit bekommst du ganz plötzlich einen riesigen Profikoffer mit unzähligen feinen Abstufungen. Das wird vor allem dann sichtbar, wenn du weiche Farbverläufe, wie zum Beispiel bei einem blauen Himmel, darstellen möchtest. Außerdem gibt es noch den sogenannten Alpha-Kanal. Das kannst du dir so vorstellen, als würdest du für deinen Brief ein durchsichtiges Papier oder eine Folie nutzen. Hast du im Video eine transparente Stelle, scheint der Hintergrund einfach durch. Das Prinzip kennst du vielleicht schon von transparenten PNG-Bilddateien. Wenn du diese Funktion brauchst, dann kannst du zum Beispiel die passende ProRes-Variante nutzen. Du siehst also, du musst für dein Projekt das richtige Papier, die passende Anzahl an Farbstiften und die optimale Schriftgröße wählen. Und all das muss sich am Ende mit der richtigen Anleitung falten lassen, um in den passenden Umschlag zu passen. Welchen Codec solltest du nun wählen? Nun, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Du kannst dir aber erst einmal die folgenden Fragen stellen. Muss dein Video auf den meisten Geräten fehlerfrei laufen? Ist eine hohe Qualität wichtig? Willst du das Video schneiden oder ist es bereits deine Endausgabe? Benötigst du 10-Bit oder eine Transparenz? Achte auch darauf, dass aufwendige Komprimierungen, wie zum Beispiel bei H265, auch mehr Rechenleistung beim Abspielen benötigen. In der heutigen Zeit kommen in der Regel alle Geräte damit klar, aber insbesondere einfache oder ältere Laptops können Probleme mit solchen Dateien haben. Die Wahl hängt also vor allem vom Einsatzzweck ab. Grundsätzlich ist eine MP4-Datei mit H264 eine gute Wahl. Achte aber unbedingt auf eine angemessene Bitrate. Wenn du das Videomaterial schneiden oder archivieren möchtest, dann belasse es am besten im Ursprungsformat oder nutze weniger stark komprimierte Codecs wie ProRes. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung eine Übersicht verschiedener Codecs verlinkt und in diesem Video zeige ich dir, wie du dein Video als MP4 exportieren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.